Schauen wir uns zunächst die Feldgeräte an und wie sie konfiguriert oder wie sie projektiert werden können. Letztendlich ist das eine Entscheidung, die Sie als Geräteentwickler zu Beginn Ihrer Entwicklung treffen. Das heißt, Sie haben 2 Möglichkeiten, die Konfiguration Ihres Geräts vorzunehmen. Entweder sagen Sie ihnen: „Okay, ich habe ein festes Gerät mit einer bestimmten Anzahl von Ein und Ausgängen. Es ist da, es kann nicht geändert werden und der Benutzer kann daran nichts parametrieren.“ Dann würden Sie ein sogenanntes kompaktes Feldgerät wählen. Das bedeutet letztlich, dass das Gerät eine bestimmte Funktionalität hat, die sich nicht ändert. Das sehen Sie dann auch hier in der Konfiguration. Das heißt, es ist eine GSD-Datei, die ich hier in das Engineering-System importiert habe und dann sehen wir sie hier auf der linken Seite. Es besteht aus einem Gerät, das Topologieinformationen enthält. Das heißt, wir haben eine Ethernet-Schnittstelle, PNIO wird sie hier genannt, und sie besteht aus 2 unabhängigen Ports und einem Steckplatz. Könnten auch mehr sein. Und hier im ersten Steckplatz haben wir 4 Byte Eingang, 2 Byte Ausgang. Okay, das war's. Dies ist die Konfiguration des Geräts und keine Möglichkeit, hier drin irgendetwas zu ändern. Eine Alternative wäre, dass Sie ein modulares Feldgerät haben. Ich habe hier etwas genommen, das wirklich leicht zu verstehen ist, weil es ein modulares Gerät ist wie ein Legostein. Es könnte aber auch etwas mit einer festen Struktur sein. Letztendlich funktioniert das Legostein-Modell äh, so, dass man verschiedene Scheiben hat, die man hier montieren kann, die man je nach Anwendung installieren kann. Das heißt, je nach den Anforderungen des Geräts, der Maschine. Und so haben wir hier zum Beispiel analoge Eingangs-, digitale Ausgangs- und digitale Eingangsmodule, die alle in einer Station gemischt sind. Okay? Wäre möglich, das so zu machen. Und das ist nun ein modulares Feldgerät. Das heißt, man hat, sagen wir, ein festes Kopfmodul mit einer festen Funktionalität und dann können einige zusätzliche Geräte hinzugefügt werden. Und das ist etwas, das man so macht, wie man es in der Hardware macht. Man macht das auch in der Software. Nun könnte es sein, dass Sie sagen: Ich habe nichts davon. Ich hätte gerne“, sagen wir, nehmen wir wieder den Antrieb. Ich habe einen Antrieb, aber dieser Antrieb kann entweder als Drehzahlregelachse oder als einfache Positionierachse laufen. Das heißt so viel wie, ich habe ein Programm, um von A nach B oder von Position 1 nach Position 2 zu fahren. Und das würde bedeuten, dass man verschiedene Profi-Drive-Telegramme integrieren muss. Oder man hat die Möglichkeit, den Antrieb entweder mit Sicherheitsfunktionalität oder ohne zu wählen. Und es wäre immer derselbe physische Hardware-Block. Es ist dieselbe Firmware, aber man würde dies auch als modulares Feldgerät modellieren. Man würde dies als modulares Feldgerät konfigurieren und dem Benutzer die Freiheit geben, in seiner Hardware-Konfiguration hier zu wählen, ob ich ein Profi-Drive-Telegramm für die Drehzahlregelung oder ein anderes für die einfache Positioniersteuerung und ein drittes für die Sicherheitsfunktionalität haben möchte, da man die Sicherheitsfunktionalität in beiden Modi des Antriebs haben kann. Also entweder als Drehzahlregelung oder als Positionierantrieb. In beiden Fällen könnte dann die Sicherheit vorhanden sein. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, dass der Kunde dies wählt. Und deshalb kann man dem Benutzer diese Freiheit geben und man würde dies auch als modulares Feldgerät konfigurieren. Letztendlich ist diese Entscheidung etwas, das man sehr früh in der Entwicklung trifft. Möchte ich mich für ein kompaktes Feldgerät oder für das modulare Feldgerät entscheiden?